Hallo Freunde, ich bin Chris von Just2D Interactive und wir werden hier eure Fragen beantworten, die ihr habt über Droba, über Spielentwicklung oder allgemein. Ich habe heute Kai mitgebracht. Hallo. Kai ist bei uns Programmierer und Mitgründer, hat alles mitgemacht und wir beide haben zusammen die Idee von Droba, sage ich mal, so ein bisschen entdeckt. Und heute habe ich eine schöne Frage und zwar, wie bekommt man eigentlich so coole Effekte hin? Weil wir haben ja relativ viel mit Shadern, obwohl wir nur ein Pixel-Art-Spiel sind, nur 2D sind, haben wir doch relativ viele Effekte. Und die hat, sage ich mal, alle Kai bei uns gemacht. Und deswegen denke ich, bist du perfekt für diese Fragen auch geeignet, die wir bekommen haben von euch. Aber ich habe mir selber auch welche zugedichtet, die mich auch interessieren. Wir haben ja unterschiedliche Effekte, die kann ich euch hier ganz kurz mal zeigen. Wir haben Spiegelungen im Wasser, Betrunkenheitseffekt, Einsinken im Schlamm, Windeffekte, Silhouetten, die zusammen kombiniert werden, wenn du über einen Charakter hoverst und so weiter und so fort. Das ist ja etwas, was man gar nicht so richtig realisiert, wenn du so ein Spiel spielst, was da eigentlich hinter ist. Was muss man denn dafür können, um sowas überhaupt umsetzen zu können? Also natürlich in erster Linie sollte man programmieren können, ja, sage ich mal in der Sprache, in der man dann auch in der Engine arbeitet. Ein zweiter Rahmen sind halt viele der Effekte mit Shadern umgesetzt. Und Shader sind quasi kleine Programme für die Grafikkarte. Und um die zu programmieren, braucht man einfach, die sind wirklich recht klein. Und ich habe das Gefühl, man kann sie eigentlich relativ schnell lernen, aber man muss umdenken. Denn das sind parallele Programme, die für jeden Pixel oder für jeden Vertex zeitgleich aufgerufen werden. Und das ist nicht so ein lineares Programm wie auf der CPU. Da muss man sich ein bisschen umdenken. Und um Shader gut zu schreiben und bestimmte Effekte zu machen, braucht man vor allem mathematisch gesehen lineare Algebra, Vektorenrechnung, Matrizenrechnung. Und wenn man das kann, ist man gut equipped, um Shader zu programmieren. Schöne Themen, oder? Also, Mega. Würdest du sagen, es ist schon diepe Mathematik, die man da braucht? Ich würde nicht sagen, dass es diepe Mathematik ist. Also kommt natürlich darauf an, wie deep man selber so drin ist. Also ich würde mich nicht als Mathematiker beschreiben, aber ich fühle mich eigentlich sehr wohl in linearer Algebra so an sich. Du musst es auch eher anwenden. Ich glaube, Mathematiker wäre eher, wenn du beweisen kannst. Und natürlich, so haben wir auch gelernt hier im Studium. Aber du musstest doch eher wirklich schon Schulmathematik, oder? Ja, Schulen. Also in der Schule habe ich das tatsächlich nicht gelernt. Okay. Auch in der Oberstufe hatte ich sehr wenig Vektorenrechnung nur. Ja. Ich glaube, Matrizen. Natürlich hatte man Matrizen, so hey, Gauss-Verfahren, Sachen lösen und so weiter. Aber das meiste habe ich tatsächlich erst im Studium und spezifischer durch die Spielentwicklung tatsächlich dann gelernt. Okay, es ist spannend auf jeden Fall. Also Mathematik kann man sich selber beibringen, aber. Ja, auf jeden Fall. Vor allem, wenn man das Schöne an linearer Algebra ist, in der Regel hat alles eine 2D- oder 3D-Darstellung. Eigentlich ist es geometrisch. Und eigentlich kann man sich so, hey, hier ist ein Pfeil, der zeigt in eine Richtung. Und dann hast du irgendwie das Dot-Product und dann ist das darauf gemerkt. Also ich habe das Gefühl, wenn du ein Stück Papier vor dir hast, kann man sich alles so ein bisschen aufmalen und dann ergibt es Sinn, was man dort eigentlich eintippt in den Rechner. Was für mich, glaube ich, die Magie bei Shadern so ein bisschen war, weil ich habe ein bisschen auch mit Shadern, ganz wenig natürlich nur gemacht, aber wo ich dann die Richtung erkannt habe, dass es keine Magie ist. Das ist, glaube ich, aber allgemein bei allem im Leben so. Wenn du etwas anfängst und Schritt für Schritt machst, es ist einfach keine Magie dahinter, weil es ist ja etwas von Menschen Erfundenes. Also Shader, Programmierung, alles, was wir hier sehen, haben Menschen ja irgendwie entdeckt. Also ist irgendwie ein menschlicher Gedanke dahinter. Ne? Ja. Bei der Natur ist es ein bisschen abstrakter, glaube ich, weil da haben wir die Logik hier selber noch nicht so erkannt oder denken halt auch nicht so, ne? Wie bist du denn dazu gekommen, überhaupt sowas zu machen? Weil ich habe zum Beispiel sowas ja nicht gemacht. Ich bin nicht in die Shader-Richtung. Johannes auch nicht, der andere Programmierer bei uns. Nur du. Das heißt, du bist ja schon mal ein Unikat bei uns. Ich krame gerade in meiner Erinnerungskiste und es ist eine sehr gute Frage, warum ich irgendwann mal mit Shadern angefangen habe. Ich kann so ein bisschen zupassen. Auf jeden Fall in der Uni hattest du ja 1, 2 Fächer, wo du es machen musstest, glaube ich. Das war ja... Ja, aber da hatte ich vorher mich, glaube ich, schon dafür interessiert. Okay. Ich weiß es gar nicht mehr so genau. Ich glaube, eins der ersten Spiele oder Projekte, möchte ich es nennen, es war kein fertiges Spiel, sollte so ein bisschen top-down sein und ich fand es cool, dass das Spiel so ein bisschen düster ist und man hat eine Taschenlampe und kann Dinge erleuchten. Und ich glaube, auf der Schiene hatte ich mich initial mal mit Shadern befasst, um so einen Taschenlampe-Effekt umzusetzen, wo man tatsächlich auch so ein bisschen was in der Welt ausblendet. Und dann fand ich es, glaube ich, einfach Magic und habe einfach ganz viele verschiedene Shader mit programmiert. Schwarz-Weiß, Farben invertieren oder. Und so bin ich, glaube ich, dazu gekommen. Es ist jetzt ja spannend, aus deinem Taschenlampen-Experiment wurde jetzt eine Spezialisierung, die du jetzt bei Just2D hast und wo du für Shader zuständig bist. Ich sag mal, du bist ein bisschen auch reingerutscht, weil keiner von uns kann, nur du kannst es. Das ist ja auch einfach bei Indie-Studios allgemein ja so, dass man halt guckt, was haben wir für Ressourcen, was kann jedes Individuum von uns und probiert dann irgendwie einen Brei zusammenzuschustern. Klingt so ein bisschen doof, aber ist so, ne? Ja, klar. Und ich sag mal so, wir hatten ja echt Glück mit dir. Muss man auch ganz ehrlich sagen. So, das muss ich nochmal hier sagen. Props, gut, dass wir dich haben. Gut, dass du dieses Taschenlampen-Intro da mal gesehen hast, ne? Weil das hat uns ja auch ein bisschen so in dieser Hinsicht den Arsch gerettet. So, oder hat uns leichter einen Weg gemacht. So, ne? Und jetzt ist die Frage, wie findest du denn deine Spezialisierung? Bist du damit happy? Kannst du dich damit identifizieren bei uns im Team? Stellst gute Fragen. Oder der Chat weiß, wo die Frage auch immer herkommt. An sich ja.
ich merke immer wieder, dass ich auch an meine Shader-Grenzen komme, weil ich zwar in Just2D der Typ bin, der eigentlich alle programmiert, mir aber auch in dem Bereich immer noch sehr viel Erfahrung fehlt. Wie kriege ich die Informationen, die ich brauche, performance-technisch gut an den Shader? Wie kann ich das umsetzen, dass das schnell gerendert wird? Oder im 2D-Bereich ist Shader, finde ich, nochmal fast ein bisschen schwieriger als im 3D-Bereich, weil dort hat man so Buffer, zum Beispiel den tiefen Buffer, und den kann man auslesen, um Informationen zu bekommen, um dann coole Effekte zu lösen. Und das fehlt mir manchmal im 2D-Bereich. Und da merke ich, dass mir auf jeden Fall auch ein bisschen Knowledge fehlt. Aber ich habe auch das Gefühl, es fehlt ein bisschen die Zeit, das Knowledge zu lernen, weil die anderen Bereiche auch bedient werden wollen oder dort programmiert werden muss. Deshalb, ich kann mir eigentlich beides vorstellen, sowohl vielleicht irgendwann jemanden zu haben, der es besser kann als ich, weil ich bin weit davon entfernt, gut zu sein, sage ich mal. Aber du bist weit auch davon entfernt, schlecht zu sein. Ja, gehe ich auch mit. Genau, weil das ist mal so ein anderes Thema noch, ne? Ja, und deswegen kann ich mir eigentlich beides vorstellen. Ich finde es mega cool, merke aber auch, ich kenne ein paar Leute, die sind sehr, sehr gut in Shadern und da denke ich mir so, keine Ahnung, was die da gerade tun, what the fuck, Ich fand das ja so cool, weil wir hatten ja einmal so ein Video gesehen, das war das mit irgendwie Dot-Rechnung oder irgendwas war doch da, wie, dass man nicht lurpen soll oder so. Achso. Da war ja auch so, da haben wir so ein Video, das war glaube ich die Kamera, war das Thema so. Und da war halt auch das, oh mein Gott, und dann war irgendwie so ein Lurp, war das Lurp, ne? Mhm. Und dann haben wir da irgendwie einen anderen Algorithmus genutzt und dann war es auf einmal bam, mega gut. Und das ist auch so, wenn man sich das Video anschaut, das ist so eine Kleinigkeit, aber es ist halt so ein Unterschied einfach vom Know-how halt, was uns halt auch mega hilft, dass es Leute gibt, die so Profis in einem Bereich sind, ne? Was man auch nutzen sollte und auch tun soll, ne? Das Rad muss nicht neu erfunden werden. Genau, das Video war im Endeffekt, hieß es einfach nur, benutze ich Lurp in der Update-Funktion. Ja, genau. Aber über eine Stunde gesteckt und mathematisch belegt, Ja. mit Graphen und warum und wie und was sich wie verändert, und mein Mind war völlig blown, aber das Takeaway benutzt kein Lurp, wenn du irgendwie auf Update was tust. Genau, deswegen haben wir gerade diese Zusammenfassung des Videos gemacht eigentlich. Genau. Ne? Jetzt sage ich mal, du bist ja ein bisschen bei uns in der Spezialisierung halt einfach drin. Du bist der Shader-Dude bei uns. Ne? Also hinter den Brücken reden wir auch über dich als Shader-Dude, deswegen nennen wir dich gar nicht mehr Kai. Vermisst du denn die andere Art von Programmierung? Also du machst es ja natürlich ein bisschen, hast du ja auch gerade erzählt, weil wir machen ja alle irgendwie etwas. Wir sind ja nicht ein Ubisoft, was nur Kai einstellt, weil er nur Shader macht. Aber vermisst du trotzdem so ein bisschen dich mehr an andere Sachen auch fokussieren, zum Beispiel, weiß ich gerade, kein anderes Thema. Johannes macht ja zum Beispiel viele andere Sachen, zum Beispiel auch in hardware-technischen Sachen, Serverkram oder so, dass er ja so ein bisschen spezialisiert, wo auch noch ein Video zu kommt, liebe Freunde. Aber jetzt so die Frage bei dir, vermisst du da irgendwas? Oder einen Bereich, wo du gerne mehr drin machen würdest? Aber programmiertechnisch meinst du jetzt schon? Genau. So. Habe ich das Gefühl, bin ich so ein bisschen in jedem Bereich drin, außer natürlich Sachen wie zum Beispiel Pathfinding und der AI, wo man sehr deep drin ist. Ja. Und ich beneide ihn null darum. Ich auch nicht. Und ich möchte nicht in diesen Bereich reingratzen, so ein bisschen von der Erfahrung, die wir in Droba haben, weil Johannes ist echt ein smarter Dude und wir haben echt viele Probleme immer wieder mit der AI. Was ich mir vorstelle, what the fuck, wie löst man das eigentlich? Ja. Da beneide ich ihn nicht drum. Nee, sonst die anderen Bereiche bin ich eigentlich ganz zufrieden, wie es gerade so ein bisschen aufgestellt ist. Ja, also ich muss natürlich sagen, ich würde ein bisschen mehr in deinen Bereich sogar reingehen wollen, weil ich finde das Thema unglaublich spannend. Wir hatten damals auch mal, Kai hat mir mal so Shader-Aufgaben gemacht, die ich dann zu Hause so ein bisschen probiert habe, nachzumachen. Aber dann, bei mir ist halt so, das Hindernis halt einfach die Zeit oder was du ja auch hast, was du auch gerade meintest, um wirklich mal deeper reinzugehen, um dich dafür zu öffnen auch. Aber Droba ist durch. Wer weiß, was das nächste Projekt bringt, wer weiß, was wir da machen und so weiter. Deswegen kannst du dich da auf jeden Fall viel noch weiterentwickeln. Also ich sehe das als sehr, sehr spannend. Ja. Jetzt sage ich mal so ein bisschen, was würdest du jetzt den Leuten da draußen sagen, die jetzt sich für Shader interessieren oder so, die allgemeinen Effekte oder so? Womit sollte man anfangen, wenn man das machen wollen würde? Also ich glaube, ganz basic würde ich erstmal, es gibt ja mittlerweile auch so ein bisschen Shader-Graph. Persönlich bin ich nicht so ein Freund von, aber ich glaube, weil ich nie so über diese grafische Schiene in die Shader gekommen bin, weil es abstrahiert viel weg und man versteht dann nicht so viel, was vielleicht passiert. Deswegen würde ich eigentlich empfehlen, sucht euch den allerbasicsten Basic-Shader raus, der erstmal funktioniert, der das tut, der einfach gar nichts tut eigentlich. Der bringt das, was ihr rendern wollt, auf den Screen. Ja. Und den editiert ihr einfach, probiert ein bisschen rum, was passiert, wenn ich hier was drauf addiere, wenn ich da was weg subtrahiere, das war das Wort, oder wenn ich hier Farben invertiere, oder wie kriege ich es vielleicht hin, dass das Ding irgendwie wabert, oder also einfach so von so einem Basic-Shader, der einfach nichts tut, einfach ein bisschen rumspielen, so initial. Und wenn man dann so ein bisschen Gefühl hat, wo was passiert, dann versucht einfach spezielle Effekte umzusetzen, die ihr einfach interessant oder schön findet. Und ja. Du bist ja treu geblieben, weil das waren die ersten Aufgaben, die er mir gegeben hat. Vor 5 Jahren oder so, ne? Ja, ein guter Ansatz, würde ich sagen. Okay, zum Schluss kommt die Chris-Frage natürlich wieder. Ich habe hier eine schöne Frage für dich vorbereitet. Da wieder nur 10 Sekunden zum Antworten, richtig? Genau, aber meistens brauchst du nur 2 Sekunden. Ne? Siehst du dich eher als Art oder als Programmierer? Weil du machst ja nur Bilder. Mach nur Bilder? Also irgendwas ist, dass da visuell einfach nur anders aussieht. Das ist ja keine Programmierung, oder? Ich sehe ja schon als Programmierer. Das ist ein bisschen, muss man verstehen, er hat Queer Visualistik studiert. Und das wurde bei uns in der Uni als Informatiker
man das nicht so ernst Das genommen. Bädchen malen. Und Bildchen mal. Natürlich habe ich das nie gedacht oder so, aber es ist so ein kleiner Ruf, den man da hat als Computervisualist. Aber du hast ja auch Informatik studiert. Okay, Dankeschön. Das war's, Freunde. Wenn euch das gefallen hat, dann schreibt gerne in die Kommentare eure Fragen, werden wir dann beantworten. Sonst lasst auf jeden Fall ein Like da, wenn es euch gefällt. Und damit sind wir raus. Euer Chris. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Sometimes an outsider is needed to remember the Forsaken King.